Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich also um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Momentan bin ich ja an dem Krakenarm dran. Diesmal werden wir mal kurz halten. Fangen wir direkt mal an, dass wir das Ding fertig kriegen, damit die Leute verprügelt werden können. Wenn euch das ganze Thema bisher gefallen hat, denkt dran, Abo nicht vergessen und eine Glocke. Kostet auch alles nichts, ne? Die 1000 sind bald in Sicht. Naja, noch nicht wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Damit unterstützt er mich natürlich. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch bisher. Wir fangen jetzt an. Wir sehen uns. Dann geht's los. Und zwar habe ich schon ein paar Sachen ein bisschen vorbereitet. Und zwar die Saugnäpfe. Ob die reichen, weiß ich noch nicht. Soweit habe ich auch schon ein paar geschnitten. Habe mal eine gelassen, damit ihr auch mal seht, wie ich das hier mache. Jetzt müssen wir mal gucken. Auch noch Kaffeemesser. Müssen wir das hier mal nehmen. Ich hoffe, die Klinge ist scharf genug. Das ist jetzt nur mal so, dass ich euch zeige, wie ich die Dinger gemacht habe. Dann in verschiedenen Größen. Ne? Habe dann quasi eine Pappschablone gemacht, auf den dicken Schaumstoff aufgelegt, Edding. Und dann machen wir das Ganze erstmal so ein bisschen rund. Dafür tue ich jetzt erstmal hier so die Ecken wegschneiden. Bei den großen geht es eigentlich relativ gut. Bei den kleinen, naja gut, ist es nicht ganz so toll. Jetzt haben wir das so relativ eckig. Dafür nehme ich dann eine Schere und werde das Ganze noch so ein bisschen abrunden. Muss nicht ganz rund werden. Das ist bei so einem Schaumstoff auch immer ziemlich schwierig. Vielleicht mit dem Heißdraht. Was natürlich wieder eine ziemliche Stinkerei wäre. Irgendwann werde ich mir so ein Heißdraht auch mal zulegen. Aber bisher geht es eigentlich auch ohne. Wie gesagt, das ganze Ding muss ja nicht so hundertprozentig rund und alles werden. Das ist ja nur für den Dungeon. Und so ein halbdunkeln oder dunkeln ist es nicht so schlimm. Wenn es nicht so ganz akkurat aussieht. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier schon mal so ein bisschen abgeschnibbelt. Dann gehe ich jetzt hin, mache ungefähr so bis hier. Schneide ich jetzt mal ein. Schneide hier noch das Stück dann raus. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu tief gemacht habe. Das kann natürlich sein. Da bin ich noch am Überlegen. Also jetzt nicht wenig zu tief, sondern ob ich die Teile dann benutze. Hier die Teile, die habe ich erstmal nämlich behalten. Und zwar habe ich das jetzt hier so in der Richtung gemacht, damit ich das dann hier quasi so hier an die Kanten dran kleben kann. Ja. Also ich mache jetzt mit dem Edding hingehen und werde dann schon mal hier so anmalen, dass ich weiß, wenigstens so in etwa, wie weit ich den Patix da drauf machen muss. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. So. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal gut antrocknen. Das Ganze müsste jetzt so weitgehend angetrocknet sein. Hoffe ich auf jeden Fall. Dann gucken wir uns das ganze Elend hier mal an. Ja, tun wir den auf Seite. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Dann müssen wir jetzt hier auch noch die ganzen Teile alle kleben. Dafür brauchen wir dann eine von den Seiten und eine von den flachen. Das Ganze habe ich jetzt mal antrocknen lassen. Ich hoffe lang genug. Müssen wir da mal gucken. Mal schauen, dass ich auf die richtige Seite erwische.
Ich erstmal immer hier die Seite, wo ich einen Kleber dran gemacht habe, hier erstmal dran machen. So, das Ganze ist hoffentlich jetzt weit genug angetrocknet. Jetzt wollen wir mal gucken. Der Kleber, der ist jetzt soweit trocken. Den habe ich jetzt eine ganze Weile trocknen lassen. Jetzt probieren wir das Ganze immer so ein bisschen außen noch beizuschneiden. Die Dinge haben wir jetzt so halbwegs beigeschnitten. Jetzt hatte ich mir ja überlegt, dass ich hier vorne noch so einen Haken dran mache, so ein bisschen wie so ein, naja, weiß es nicht. Ich habe mir überlegt, den lasse ich weg, weil das Ganze soll ja möglichst günstig werden und nicht so aufwendig. Das ist eigentlich schon wieder viel aufwendiger, wie ich es eigentlich überhaupt machen wollte. Aber so ein bisschen was optisch will man ja noch machen. Jetzt hatte ich mir überlegt, ich wollte erst hier die Saugnäpfe, wollte ich erst so mit Dreiermatte noch so Ringe machen. Aber das ist mir englisch gesagt auch ein bisschen zu viel Arbeit. Jetzt habe ich mich entschieden, mit dem Lötkolben dann ein bisschen darum zu kokeln. So, heiß genug müsste er sein. Und werde dann quasi hier die Ringe so ein bisschen andeuten. Damit werde ich wahrscheinlich wieder meine Lebenszeit ein paar Jahre verkürzen, aber egal. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. So, jetzt werden wir mit der Pattex noch mal einmal komplett hier so über das ganze Ding mal drüber gehen. So eine dünne Schicht. Und zwar, damit danach halt nicht so viel Farbe gebraucht wird, weil das hier ziemlich schnell die Poren voll macht. Wie gesagt, ich mache jetzt nur so eine ganz dünne Schicht drüber. Wir haben jetzt den Kleber, der ist jetzt gut trocken, habe ich einen Tag mal trocknen lassen. Hätte auch kürzer, aber ist egal. Ja, kommt ja Flexipaint, kann nichts passieren eigentlich. Das untere, glaube ich, das lassen wir weich. Hier oben, das ist auch noch weich, aber halt so ein bisschen versiegelt. Sonst muss ich mir extra noch eine neue Dose für den Pattex kaufen. So, jetzt habe ich mir noch hier aus den Ecken noch so ein paar Materialreste zusammengesucht. Da wollen wir jetzt ja noch ein bisschen die Steinplatte so ein bisschen machen, dass das so aussieht, als wenn da irgendwie alles auseinandergebröselt ist, wo das Ding rauskommt. Da gehe ich jetzt mal hin. Jetzt gucken. Ich habe jetzt hier noch 10er Reste und so ein paar 16er oder 20er Mattenreste hier so in den Ecken. Ich mache jetzt hier überall so eine kleine Phase rein. Schneide die Teile so ein bisschen auseinander, dass das so ein bisschen aussieht, als wenn das vielleicht Stein nachher sein könnte. Mal gucken, ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie viele Teile ich da brauche für. Ich mache jetzt einfach mal ein paar. Das ist jetzt kein Kunstwerk, aber wie gesagt, es soll ja relativ simpel gehalten werden. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen von dem Materialverschnitt, den wir eigentlich so nicht mehr brauchen können, noch irgendwie verwurschtelt. Ja, Klebepistole können wir auf Seite. Ja, würde ich sagen, dann fangen wir jetzt an zu pinseln. Ne? Jetzt wollen wir noch gucken. Ich glaube, ich werde erstmal doch mit Schwarz so ein, zwei Schichten erstmal schauen, wie gut das deckt. Und dann schauen wir mal weiter. So. Meine letzte Dose schwarz. Aber ist nicht schlimm, ich habe schon wieder neue bestellt. Das Zeug, das geht weg. Also schwarz, das ist immer Wahnsinn. Da habe ich echt einen Verbrauch. Der ist jenseits von Gut und Böse. Das sind schon einige Liter, die ich dann immer brauche. Wenn ich dann viel mache.
Gut, ich will ja auch immer eine vernünftige Dicke drauf haben. So, die erste Schicht, die machen wir mal wieder relativ dünn. Wie gesagt, ich habe auch diesmal nicht vor, so wirklich viele Schichten drauf zu machen. Deshalb gehe ich relativ dünn drüber. Und dann öfter mal ein bisschen Wasser mit, damit es ein bisschen besser und geschmeidiger ist. Wie gesagt, ich habe jetzt nur eine Schicht mal drauf gemacht. Wir gehen jetzt mal mit Rot drüber. Beziehungsweise an den Krakenarm. Das andere machen wir dann nachher so ein bisschen in Grau. Da hätte ich vielleicht auch mir noch ein bisschen was mehr einfallen lassen können. Na, mal gucken, was wir da noch so machen. So, dann fangen wir erstmal an der Spitze. Da gehe ich auch mit dem etwas dreckigen schwarzen Wasser rein, damit das Rot nachher nicht so grell aussieht. Kann man zwar dann später auch nochmal, je nachdem wie grell es dann nachher aussieht, nochmal mit, sag schnell, nochmal mit Schwarz nochmal was drüber bürsten, dass es was dunkler wird, aber mal gucken, ob das nötig ist. Mal schauen. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen so zwei Schichten. Das ist einmal schwarz, einmal rot. Ist nicht so ganz deckend geworden, aber wie gesagt, ist ja nur für den Dungeon. Jetzt habe ich noch ein bisschen transparent mit ein bisschen so dunkelgrün gemischt. Das werden wir jetzt drauf tupfen. Dafür nehmen wir noch ein paar von den Resten, die wir noch übrig haben von dem Material für den Bau. Da werde ich jetzt noch farblich, wird das auch nicht so unbedingt jetzt das Highlight werden. Wir machen jetzt einfach noch ein bisschen was Grün drauf. Und dann hier unten dann quasi, wo die Steine sind, noch ein bisschen grau. Und dann fangen wir an mit dem Topcoat, würde ich sagen. Also jetzt nicht so riesen aufwendig. Wie gesagt, also ich sage jetzt mal, normalerweise hätte ich jetzt auch Latex für genommen. Aber mit dem Flexi-Paint geht das halt alles ein bisschen schneller. Weil ich das schöner auftragen kann. Okay, hätte ich jetzt mit dem Pinsel auch machen können. Beim Latex, aber die Pinsel kannst ja danach immer, naja. Ist mir ein bisschen zu viel Arbeit, die jedes Mal dann sauber zu machen. Also das Grün haben wir jetzt soweit erstmal drauf. Das kann jetzt erstmal so bleiben. Das müssen wir jetzt trocknen lassen. Dann mache ich, um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich schon ein bisschen Grau hier angerührt. Wie gesagt, wird jetzt kein Kunstwerk werden. Wenn die Übergänge nicht so toll sind, alles ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, das machen wir jetzt noch so ein bisschen in Grau, dass das so ein bisschen steinig aussieht. Da habe ich auch, ich glaube, noch eine Schicht schwarz drauf und die ist noch nicht mehr so ganz deckend, aber das ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Wird ja nur für den Dungeon, so quasi als einfaches Gimmick. So rein aufwandsmäßig ist es schon nicht ohne, muss ich sagen. Also war schon einiges an Arbeit und Grübeln, dass man das so halbwegs hinkriegt. Ist jetzt nicht so, wie ich es am liebsten gehabt hätte, aber es sollte ja möglichst günstig sein. Das lassen wir jetzt auch noch trocknen und dann schauen wir mal, wenn es dann trocken ist, wie es aussieht, und dann macht man Klarlack drauf. Wie gesagt, dieselbe Farbgebung werde ich jetzt bei dem kleineren Arm auch machen. Der Einfachheit halber, weil ich noch so viel Farbe jetzt hier übrig habe. So, die Farbe, die müsste jetzt soweit gehend, hoffe ich mal, trocken sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Dann werden wir das Ganze jetzt noch topcoaten. Dass wenigstens eine Versiegelung drauf ist, sonst kleben die Dinger nachher, wollen wir ja nicht. Obwohl, naja, wenn die Spieler dann kleben bleiben würden, sähe bestimmt auch lustig aus. Klarlack ist jetzt drauf, wie gesagt, ist jetzt kein Kunstwerk geworden. Ja, so sehen die Dinger jetzt aus. Farbe, denke ich mal, ist soweit okay. Wie gesagt, ich hätte es noch ein bisschen schöner machen können, aber ich denke mal, für einen Dungeon ist das okay, so wie es ist. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Anschlagwinkel, beziehungsweise die zum dran schrauben. Aber ich glaube, das werde ich im Video nicht machen. Das mache ich so noch.
kommt dann einer links, einer rechts dran. Bei denen hier, ich glaube, die sind ein bisschen groß. Da muss ich jetzt gucken, ob ich noch was Kleineres habe. Das ist halt, damit man vernünftig befestigen kann, damit man der Kordel vernünftig zieht, dann bewegt das Ding sich auch halbwegs. Wie gesagt, also die Konstruktion hier, die finde ich jetzt nicht so toll. Da hatte ich doch ein bisschen gedacht, dass das Ganze ein bisschen mehr sich bewegt. Also, ist noch ausbaufähig. So, das tun wir mal auf Seite. Dann mal hierzu. Ich sage ja, ich wollte das ja möglichst günstig machen. Den Arm, wenn das fest ist, den kann man schon bewegen, ne? Also knicken geht. Also und ein bisschen zur Seite halt auch. Ja, wenn das jetzt fest ist, geht das noch besser. Mit den Winkeln hier werde ich dann auch einen links, einen rechts. Dann kann man den irgendwie an eine Bolzleiste dann im Dungeon irgendwie festmachen. Dann müsste das eigentlich auch ganz gut gehen. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich nochmal bauen würde, würde ich vielleicht doch hingehen und würde so ein flexibles Rohr. Und zwar, dass ich dann hier quasi so ein kleineres Stück, also das Rohr schon was länger, aber hier so ein kleineres Stück flexibel lassen würde, also ohne jetzt Matte, damit man den Arm halt besser bewegen kann. Da würde ich dann hier das drumherum ein bisschen größer machen, dass das nicht so ins Auge fällt. Also so weit, aber ich denke mal so, für ein Dungeon reicht es. Wie gesagt, ist jetzt kein Kunstwerk geworden, aber es sollte ja auch möglichst günstig werden. Ja, dann hätten wir das Ganze mal wieder fertig. Ich hoffe mal, das Ganze hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, so ein paar Sachen würde ich vielleicht jetzt im Nachhinein anders machen. So in der Art habe ich sowas ja auch noch nie gebaut. Also ich habe schon mal einen Krakenarm gebaut, so als Waffe, aber noch nicht so was. Wie gesagt, man lernt ja immer dazu. Ne? Übrigens, wenn ihr sowas baut, ne, immer rumprobieren. Jo, das kann man in der Hose gehen. Also so ganz zufrieden bin ich mit dem Ergebnis auch noch nicht. Optisch hätte ich es, wenn es jetzt nicht unbedingt günstig hätte werden sollen, natürlich noch wesentlich besser gemacht. Aber hätte natürlich auch viel mehr Zeit gekostet. Das waren jetzt schon ein paar Stunden. Mit Material würde ich sagen, insgesamt, so mit Klarlack und alles, würde ich jetzt mal so grob auch so auf, also weiß ich nicht, knapp 50 € schätzen. Was jetzt auch nicht unbedingt für sowas günstig ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt günstig ist. Man kann es vielleicht auch noch wesentlich günstiger mit anderen Materialien, aber ob das dann auch hält, ist dann auch so eine Sache. Geht bestimmt, aber wie gesagt, also ich mache es ja immer für meine Verhältnisse. Ja, ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Die nächsten Videos kommen dann wieder ein paar Waffen. Ich habe so das Gefühl, der eine oder andere will auch mal wieder ein bisschen was an Waffen sehen. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und eine Glocke, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Kostet ja auch nichts und ihr unterstützt mich damit. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.